Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Und heute geht es weiter mit einem besonderen Leckerli, sagt man so in der Schweiz, nämlich wir Schweizer dürfen ganz stolz sein. Wir haben eine Klinik in der Schweiz, die dazumals noch von der Adele Duttweiler, von der Frau Migros gegründet wurde und heute in weiterer Generation in den Händen ist von der Frau Dr. Petra Wihel, die heute da ist. Ganz herzlich willkommen, liebe Petra. Ja, ich danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Dass wir sowas haben in der Schweiz, diese ganzheitliche, komplementär, naturheilkundliche Klinik in der Schweiz, ist mir neu. Und das erfüllt mich total auch mit Stolz, wo du mir in der letzten Sendung so viel erzählt hast, wie das gekommen ist. Und das ist ja eigentlich genau das, was in unserem Sender noch gefehlt hat. Ein Ort, wo Menschen hingehen können und wirklich 2-3 Wochen lang behandelt werden und wo die Wunder geschehen dürfen. Durch diese Empathie von deiner Seite her, das muss ich natürlich sagen, du bist eine unglaubliche Ärztin, unglaublich und so sympathisch und bei dir fühlt man sich wohl. Ich möchte aber gerne das Thema in dieser Sendung auf Umwelterkrankungen legen, weil das ist ja etwas, was völlig vernachlässigt wird. Ich höre immer wieder den Dr. Joachim Mutter im Ohr, wie er da sitzt hier und sagt, mein Gott, diese Umwelterkrankungen. Und genau. Wie siehst du das von den vielen Patienten, die aus über 70 Ländern ja zu euch kommen? Wie häufig sind denn die gesundheitlichen Probleme auf die Umwelt bezogen? Also erstmal unendlich hoch. Es gibt also heutzutage kaum noch einen Menschen, der nicht belastet ist. Das ist erstmal die nackte Realität. Und deshalb sind wir ja auch medizinisch so gefordert, weil die Adaptation im Laufe der Evolution hat immer gezeigt, wer überlebt, wer passt sich an. Und wir haben heute auf der Basis unserer hohen Belastung durch Umwelttoxine, durch die Belastung durch Funk, durch unser stressreiches Leben eine solche Summation von toxischen Belastungen, dass der Mensch dazwischen eigentlich sehr unterschiedlich diesen Belastungen standhält. Wir haben heute zum Beispiel MS, Multiple Sklerose, Patienten, die sind 25 Jahre. Die sind nicht mehr 40 oder 45. Das heißt, dass diese umwelttoxischen Dinge, die vielleicht gar nicht früher Toxine waren, ja, es gab das Bronzezeitalter, es gab das Eisenzeitalter, wir haben jetzt dieses Aluminiumzeitalter, aber Aluminium war das ganze Leben, bis vor 100 Jahren war Aluminium oder 70 Jahren in der Erde. Und es war an Kieselsäure, Silicea gebunden. Und da gehörte es hin. Ja, der liebe Gott hat sich was gedacht, dass es unter die Erde setzt. Ja? Richtig. Und ein Magnesium als Mineral ist ein wichtiges Element für unseren Körper. Und Magnesium hat in uns ganz viele Aufgaben. Calcium hat sich auch adaptiert. Zu viel Calcium hat der Körper gelenkt, dann in die Knochen als Depot einzuleiten. Aber Calcium ist der Signalübertrager für Nerven, für die Zelle. Das heißt, Calcium hat sich in einer gewissen Dosierung in der Evolution den Menschen zu dem heute mitgemacht, was er ist, was er kann und was er vollbringt. Aber Aluminium wurde entdeckt als wertvolles Leichtmetall für ganz viele Prozesse. Es wurde gelöst vom Silicea, von der Kieselsäure und liegt jetzt in dieser reinen Form uns vor. Und das lässt sich weder biologisch etablieren, noch macht es dramatische Wirkungen wie DNS-Stränge, die aufgebrochen werden, zellulär, hochtoxisch. Und ist enthalten in Medikamenten, in Kosmetika, in diversen Dingen. Das hat eine Rasanz genommen, dass wir heute wissen, dass Tumorerkrankungen der Frau im rechten oberen Quadranten zur Achselhöhle deutlich über 60% liegen. Und diese ganzen Roller, die die Frauen nehmen als Deo-Roller, die natürlich durch einen gewissen
Haaransatz noch ein bisschen Schutz haben, aber jetzt natürlich alle glatt rasiert sind und damit also ohne weiteres den Weg bahnen. Unsere Blut-Hirn-Schranke, die durch Aluminium ganz leicht zu passieren ist, natürlich jetzt das Aluminium im Gehirn anreichert. Alle anderen Schwermetalle werden durch die Funkstrahlung und die Öffnung der Blut-Hirn-Schranke auch ins Gehirn transferiert. Aber beim Aluminium ist es so, dass das Aluminium selbst ja Jahre oder Jahrzehnte lang dann überhaupt nicht wahrgenommen wird. Sie können das weder sehen, noch riechen, noch in irgendeiner Form fühlen. Aber die Krankheit beginnt natürlich langsam ihren Lauf zu nehmen. Und kein Patient verlässt die Klinik, ehe ich nicht weiß, welchen Belastungen muss dieser Körper hier überhaupt tagtäglich standhalten. Das ist nicht möglich. Eine Belastung, die steigt und daneben natürlich eine Entgiftung, die für dich, für mich und für jeden anderen unterschiedlich stark noch möglich ist. Da scheiden sich ja erst die Geister. Geht es in Richtung gesund bleiben zu können oder geht es in Richtung langsam krank zu werden? Können wir denn noch gesund bleiben, wenn diese Umweltbelastungen, die sind ja da, Aluminium weit verbreitet, genau. Und ich habe schon gehört, dass sehr viele Demenz- oder Alzheimer-Erkrankungen letztendlich auch Schwermetallbelastungen sind. Das ist überhaupt eine sehr starke Entwicklung, die wir machen im Rahmen der Demenzfürsorge. Ja, ich mag das Wort Vorsorge nicht so gern, weil Vorsorge heißt, ich schaue, ich sehe nichts, alles gut. Mhm. Vorsorge heißt schauen, welchen Belastungen unterliege ich, und Aluminium ist eine Form der 3 Ursachen, welche zu Demenz führen können. Aber es ist schwer oder es ist nicht so leicht, in dieser Zeit wirklich seine gesundheitliche Stabilität zu erhalten. Und es macht ganz viel Sinn, heute darüber nachzudenken, heute sich den Bonus auch zu verdienen, dass ich an den Ursachen ständig was ändern kann. Denn das, was über die Atmosphäre kommt, wo ich lebe, was ich einatme an Luft, das kann ich nicht verändern. Aber was ich verändern kann, ist, dass ich genau achte, was kaufe ich. Ich entscheide, kaufe ich das Wenige und bin mir sicher, dass dieser Apfel nicht 20 Mal gespritzt ist, oder brauche ich für das gleiche Geld 1 Kilo? Ja, ich entscheide, wie viel Bewusstsein lege ich in der täglichen Ernährung an den Tag, um meinen Körper mit Energie und mit Hochwertigkeit zu versorgen. Oder habe ich eine Mikrowelle oder habe ich keine? So, das kann ich schon. Und das ist also vermessen zu sagen, ich renne hier mit Macht oder mit Riesenschritten in eine Gefahr. Ich kann sie minimieren. Muss ich einfach den Flieger nehmen für einen Kurzaufenthalt irgendwo in 5000 Meilen Entfernung. Das kann ich alles entscheiden als Mensch. Und es ist ganz viel oft im Wenigen und im Bewussten. Und das ist das, was wir vermitteln. Ich habe für mich selbst empfunden, dass mit jedem Wissen, mit jeder Fortbildung, mit jedem mehr Erkennen, ich größer wurde. So. Heute sage ich, ich bin nicht größer geworden, mein Blick ist tiefer geworden. Aber deshalb ist es ja so leicht. Und du könntest mir hier 10.000 Schweizer Franken hinstellen, ich würde niemals die Zigarette nur annähernd anfassen und sagen, ich probier's mal, weil ich nicht so bekloppt bin, um meinem Körper bewusst zu schaden. Das heißt, das, was der Raucher bewusst tut, was der trinkt, bewusst tut, dafür möge er dann die Konsequenzen auch tragen dürfen. Aber liebevoll ist das nicht. Aber das eine ist das Bewusste, aber das Unbewusste finde ich eigentlich noch viel schlimmer. Genau. Das Thema Aluminium. Genau. Also nur schon die Leute, die eine Aluminiumschale haben, auf den Grill legen, das Fleisch drauf. Genau. Wie viel Aluminium da jetzt tatsächlich ins Fleisch übergeht, ist ja eigentlich schon dramatisch. Genau. Oder? Genau. Wenn wir präventiv schauen, müssten wir wirklich auch diese Deos verzichten, ist klar, das ist sicher schon vielen bewusst, genau. Aber das Unbewusste, und was können wir machen, um regelmäßig zu entgiften? Was würdest du da vorschlagen, um diesen Dreck einfach wieder loszuwerden?
Naja, was heißt erstmal drecklos werden? Es sind ja viele Dinge. Letztendlich hat mein Körper selbst ja das beste Entgiftungssystem. Ja, das findet in jeder Zelle statt und das findet hauptsächlich in der Leber statt. Und deshalb muss ich mich darum auch sehr kümmern. Diese Entgiftung selbst ist ein Prozess, der täglich am Laufen ist und der auch an gewisse Voraussetzungen gebunden ist. Das heißt, Aluminium kriege ich über die Leber auch wieder raus? Natürlich, selbstverständlich. Aber ich brauche natürlich eine Entgiftung und ich brauche eine Möglichkeit, dieses Aluminium zu binden. Das kann man durch Chelate zum Beispiel. Aber ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass diese Entgiftung im Sinne einer ständigen Entgiftung, das ist schon das Schlüsselproblem für alle Toxine. Das Problem ist, dass du vielleicht jemand bist, der hat eine ganz zügige Entwicklung. Das ist nennt man das Schnellkonjugierer. Die Phasen in der Leber 1 und 2, die für diese Entgiftung verantwortlich sind und an viele Prozesse gebunden, können ganz zügig der Niere die Entgiftung ermöglichen, weil in einer Gesellschaft helfen wir uns, du mir, ich dir. Im Körper ist es ganz anders. Der eine bereitet immer für den anderen vor. Das heißt, wenn die Leber nicht richtig entgiftet, dann kann die Niere auch nichts ausscheiden. Also kommt eine Rückentgiftung oder Rückgiftung in den Organismus. Und das erste ist das Bindegewebe, das aufnimmt, wo wir messen, wie hoch ist das Bindegewebe belastet. Und das Bindegewebe ist etwas, was eine Speicherfunktion hat, was aber auch als Mülldeponie dann hergeleitet wird. Es macht übrigens 60-70% des Menschen aus. Darin ist die Leber eingebettet. Darin ist das Herz eingebettet, darin ist die Niere und das Gehirn eingebettet. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie kriege ich mein Gehirn wieder frei, toxisch entlastet, wenn das Bindegewebe erstmal voll ist. Deshalb sind so diese Rituale zum Beispiel wie Fasten oder auch mal intermittieres Fasten, meinem Körper auch mal Zeit zu geben, zu ruhen, dann schafft er raus. Tage einzulegen, wo ich nur trinke, dann schafft er raus. Das sind riesen Klärungsprozesse. Und dieser schnelle Entgifter kann da schnell reagieren, weil der hat die Voraussetzungen. Es gibt Menschen, die haben eine langsame Entgiftung, eine verzögerte Entgiftung und es gibt Null-Entgifter. Ich würde also wirklich davon plädieren, dass wir heute jedes Kind darauf untersuchen, ob ein Kind vielleicht ein Nullentgifter ist. Wenn dieses Kind zum Beispiel ein Nullentgifter ist, es kann sein, es gibt einen genetischen Defekt, dann ist es eine große Verantwortungslosigkeit, einem Kind 3 Paracetamol-Zäpfchen im Monat zu geben mit 3 Monaten, weil es vielleicht eine Impfung erhält. Weil dieses Paracetamol, was die Leber abbaut, lässt ein hochtoxisches Zwischenprodukt entstehen und dieses Paracetamol kann nicht abgebaut werden und den Körper nicht verlassen. Und diese Entgiftungskapazität ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, bei jedem Patienten zu kennen. Deshalb kann man nicht von vornherein sagen, alle müssen gut entgiften. Ich muss erst mal klären, wie gut ist meine individuelle Möglichkeit. Und dann kann ich mich an den Weg machen und mich hinterfragen, was brauche ich. Mir fällt auf, dass alle die Menschen, die zur Krankheit tendieren, und die kommen ja immer eher, die sind ja alle nicht mehr alt, die Menschen. Sie werden jung und haben eine ALS, ein Parkinson. Sie sind Ende 40, 50, Mitte 50, haben alle schlechte Entgiftungen. Und jetzt ist die Frage der zusätzlichen Brandbeschleuniger Mobilfunk. Das heißt, der Mobilfunk hat eine Auswirkung auf mein vegetatives autonomes Nervensystem. Und das autonome Nervensystem reguliert auch die Geschwindigkeit aller Prozesse und auch, welche Prozesse wann stattfinden dürfen. Das heißt, wenn ich in meinem Leben zum Beispiel in eine Stresssituation komme, dann widmet mein Körper alle Kraft diesem Stress. Er richtet alle Konzentration auf den Stress. Er aktiviert mobilisiert alle Kraft für den Stress. Das heißt, er setzt Entgiftung aufs Nebengleis. Er setzt die Immunantwort aufs Nebengleis. Das kann er gar nicht, weil er gar nicht so viel
so viel Kapazität hat, diese Prozesse zu bedienen. Also alle Heilungsprozesse werden einmal eingestellt und Fokus auf den Stress. Genau, ne? Und Heilung und auch Regeneration. Der Körper braucht ja jeden Tag auch Regeneration. Und das ist zum Beispiel neben vielen anderen toxischen Wirkungen durch Mobilfunk eine der elementar wichtigsten. Der Mobilfunk bringt uns in diese Stresskaskade unserer Autonomie. Und im Stress ist Anspannung und in dem Moment Mikrozirkulationsstörung. Die Zellen verarmen an genug Kapazität von Sauerstoff. Und die ganze Frage der Bereitstellung wertvoller Energien für Regenerationseffekte bleiben aus. Meine Frage da ganz wichtig, geht es darum, für die Leute, die den Funk in den Händen haben, oder uns alle, die einfach im Feld voller Strahlen sind? Also die Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht das Gift. Es ist zum einen natürlich das, was wir hier im Moment erleben durch die Aufrüstung 5G, dann können wir nicht mehr viel ausweichen. Das heißt, wir haben jetzt ein Nachrüsten von Sendemasten. Wir sitzen alle irgendwo im gleichen Boot. Das können wir in der Zukunft wahrscheinlich nicht verändern. Aber was wir verändern können, ist ja der Umgang mit den Dingen. Wir können also WLAN runterschalten nachts. Wir können durch einen Netzfreischalter wirklich die Strahlung ausschalten, weil der Raucher raucht doch nicht in der Nacht, wenn er schläft. Der Trinker trinkt doch nicht in der Nacht, wenn er schläft. Aber wenn wir jetzt WLAN nachts auch noch anhaben, wenn wir nachts das Mobile am Bett liegen haben und meinen, wir müssten erreichbar sein, dann sind das alle Dinge oder das Decktelefon oder die Mikrowelle oder Hochfrequenzen. Da ist der Sendemast und ich habe nicht meine Schlafstätte auch entsprechend irgendwo durch eine Isoliertapete hier an dieser Wand geschützt und. Das sind kleine Dinge, mit denen muss ich mich wirklich wohl beschäftigen, damit ich das Maß und die Dosis dieser großen Belastung, gerade der Hochfrequenzen, aber auch natürlich der Niederfrequenzen, durch Hochfrequenzen, durch Funkwecker und all diese Dinge, das kann ich wirklich verändern und kann damit meinem Körper in eine gewisse bessere Regulationsfähigkeit bringen. Und ein Mensch, der gut reguliert, funktioniert auch besser. Ich möchte gerne eine Frage stellen, ist eine hypothetische Frage, ich weiß, aber dieses 5G-Netz, wenn es wirklich da ist und uns ja alle einfach nur mal bestrahlt, haben wir dann überhaupt noch Chancen, uns gut zu entgiften? Es geht gar nicht mal darum, nur zu entgiften. Wir wissen heute, dass ja dieses 5G die Belastung mit Mikrowellenbelastung auf ständige Art und Weise wie eine Biowaffe ist. Und als dieses 5G in Form von Biowaffentechnik in den 60er Jahren bei der Royal Army auch wirklich entwickelt wurde, da wusste man genau, es macht 3 Dinge. Das erste ist, es hebelt das autonome Nervensystem aus. Das heißt, der Mensch kann nicht mehr adaptativ sich auf die Umweltbelastung einstellen. Auf Stress, auf Ruhe, auf jetzt genug Hormonaktivität, jetzt genug Entgiftung bereitstellen. Diese Autonomie wird reduziert. Das Zweite ist, dass diese Bestrahlung den Zuckerstoffwechsel destabilisiert. Und das Dritte ist, dass es immensen Effekt auf die Aktivität unserer Immunabwehr hat. Das heißt, die Immunabwehr muss ja bereitstehen und damit muss sie eine gewisse Aktivität auch haben. Wir haben diese klinischen Versuche auch in der Klinik bereits gemacht, mit WLAN, mit Funkstrahlung, um einfach zu sehen, was passiert mit unserer Abwehr. Und wir waren sehr erschrocken zu sehen, dass diese Dinge einen immensen oxidativen Stress, nennt man das. Die freien Radikale sind so stark, dass die Leukozyten, die Weißen, einfach ihre Aktivität einstellen. Und das ist etwas, was wir ja gar nicht wahrnehmen. Und diese Mikrowellentechnik ist das heute 5G. Und da ist natürlich meine große Frage, wie wollen wir Menschen diese Summation dann irgendwo, wo können wir uns wirklich noch schützen? Und
Ja, ich will den Gedanken gar nicht weiterdenken. Ja. Ich will ihn auch nicht jetzt Ich kriege auch so einen Hals, wenn ich das so höre. Ja, ich tue das auch. Wir haben die Klinik in eine Situation in den letzten Jahren gebracht, wo Menschen bitte nicht in der Klinik das Recht haben, ihr Handy zu benutzen. Sie müssen dafür rausgehen. Das ist der Respekt vor dem Leben. Das ist auch der Respekt Ihnen gegenüber, den Mitarbeitern und natürlich selbstverständlich auch uns, um auch einem Körper eine Chance zu geben, die es ihm ermöglicht, wieder eine neue Aktivität selber aufbauen zu können. In diesem Thema müssen wir noch weiter vertieft rein, das ist mega spannend. Aber ich habe noch eine kurze Frage. Ich bin zwar gesund, habe nichts, aber ich verstehe, dass auch ich in meinem gesunden Körper drin letzten 50 Jahre Belastungen ausgesetzt gewesen bin. Macht das auch Sinn, dass gesunde Menschen sagen, ich gehe jetzt doch einfach mal 1-2 Wochen in quasi Klinikurlaub und lass mich durchchecken, mache eine saubere Entgiftung, schaue, dass meine Leber wieder den Job macht und werde dabei noch sensibilisiert auf Dinge, die mir nicht bewusst waren? Also vielleicht noch eine Ernährungskur dazu? Ja, also früher war es ja so, dass ich ja sehr gerne Menschen gerade im Frühling gebeten habe, komm, jetzt entgiften wir mal mit Löwenzahn, all die Dinge. Heute plädiere ich dafür, dass eigentlich einem gesund bleiben dürfen, setzt immer voraus, dass ich weiß und dass ich erkenne, wo braucht mein Körper Hilfe. Und da setzen wir an. Und das ist eine Entwicklung, die ich beobachte. Die Menschen kommen früher und sagen, gucken Sie mal, ich habe hier ein riesen Pamphlet an Diagnostik und da ist sicher drin MRT, da ist sicher drin EKG, da ist sicher alles drin. Aber alle Fragen, die ich jetzt hätte, ist dann mein Körper in der Lage der Entgiftung? Wie sieht denn die Gesundheit meines Darmes eigentlich aus? Welche Prozesse stehen mir zur Verfügung? Was rutscht mir leise weg und ich weiß es nicht? Das ist für mich eigentlich wichtig, um jemand zu sagen, auf diesem Fundament kannst du dir ein ganz starkes Haus bauen. Hier ist es etwas zaghaft und hier musst du aufpassen und diese Dinge lege ich dir ans Herzen, dafür Sorge zu tragen. Und das ist ganz unterschiedlich. Menschen kommen für eine Woche, um so einen sogenannten Biocheck, nenne ich das, zu machen. Es kommen immer mehr Menschen zu einer Entgiftung, die ich für eine Woche sehr konsequent konzipiert habe, mit ganz viel Erfahrung. Also es ist unterschiedlich, aber was ganz Schönes ist, dass das Bewusstsein langsam größer wird, um zu sagen, ich fühle mich gut und ich wünsche mir auch diese Stabilität zu erhalten. Aber ist das auch so? Ist nur noch nicht die symptomatische Decke erreicht? Denn oft ist es ja so, wir Menschen machen genau jetzt eine schwierige Phase unseres Lebens durch. Sprich, da ist jemand verunfallt, ich habe jemand verloren, mein Leben geht aus den Fugen arbeitsmäßig, das heißt, jetzt kommt der Stress und dann verliere ich die Kompensation für Dinge, die mein Körper vorher noch einigermaßen kompensiert hat. Ja? Oder Frauen zum Beispiel mit der Menopause, jetzt ist das wertvolle Entgiftungsventil Regel nicht mehr da und auf einmal beginnen die Hände, man merkt ein Rheuma, es stellt sich eine Migräne ein und man fragt sich, warum werde ich jetzt krank? Dann sind es Dinge wirklich zu erkennen und zu analysieren, was ist dem Körper jetzt nicht mehr möglich. Ja, ich habe es verstanden, das sind Zusammenhänge, phänomenal. Aber ich habe jetzt auch für mich gleich so wirklich auch verstanden, man kann auch Urlaub wirklich mal mit Gesundheit kombinieren. Und was Gutes tun. Und ich denke auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind so sensibilisiert durch unsere vielen Sendungen, dass man präventiv in die Zukunft schaut, was ist alles passiert und was kommt noch alles auf uns zu und einfach den Weg suchen, der unsere Gesundheit stärkt, dass eben bei einer Krise die Regulation es noch schafft. Richtig. Das ist viel schöner. Das hast du schön erkannt. Statt warten, bis das Kind im Brunnen ist. Ja, und weißt du, es gibt ja auch so viel Ruhe. Ja, es gibt ja wirklich so viel Ruhe, auch denn mit dem Problem der Angst. So viele Menschen haben Angst vor etwas, wenn es auftritt und so, wo ich einfach sage, du musst da keine Angst haben, wenn du vielleicht gewisse Dinge in deinem Leben auch irgendwo mal überdenkst.
und sie mit einer gewissen Verantwortung auch wahrnimmst, was du mit dir tust, ob bewusst oder unbewusst. Ich dachte schon, eine solche Klinik muss man noch gründen, aber die gibt es ja schon lange. Und wirklich ganz herzlich danke nochmals, liebe Frau Dr. Wihel. Danke ganz herzlich, dass Gerne. eine so große Klinik zu uns in QS24 kommt und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mit Weisheit und ich sage auch mit Tiefsinn vermitteln kann, wo eigentlich Krankheit anfängt und welche Regulationen wir in unserem Körper haben, die einfach manchmal auch blockieren können, aber die wir jetzt auch stärken können. Präventiv, das ist schon das Thema von QS24 und nochmals ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.